Hallöchen und herzlich willkommen. Aller guten Dinge sind drei. Wir sind mittlerweile bei Episode Nummer 3 von Trikottausch. Ich bin immer noch Dominik, das ist immer noch Jan. Wir sind auch immer noch bei OneFootball und wir sind beide hier im privaten Rahmen unterwegs. So ist es. Steigen wir mit der ersten Rubrik ein. Jawohl, wir sind bei diesem Trikot hier stehen geblieben und ich muss es diesmal, oder soll es ja diesmal erraten. Und ich war so weit zu sagen, okay, Japan, der Major Hint war relativ simpel. Dann wurde es allerdings schon ein bisschen knifflig, weil es um Thematik Heim- oder Auswärtstrikot geht. Ich bin allerdings der Meinung, es ist ein Heimtrikot. Das ist vollkommen richtig. Sehr gut. Und dann würde ich, und jetzt pass auf, wie ich das löse, ich würde sagen WM 2010. Das ist ein Volltreffer, ja. Yes! Weil tatsächlich Besonderheit bei diesen Ausrüstergeschichten, die Adidas mal gemacht hat, das ist im Prinzip das gleiche Panel, was beim Jabulani-Ball auch verwendet wurde, in dem gleichen Gelb. Das gibt es vorher übrigens auch schon bei dem Real Madrid-Trikot, was ihr vielleicht noch aus der ersten Folge gesehen habt. Das hatte hier unten ein ähnliches Adidas-Logo, allerdings eher zwischen 2009 und 2010. Und das wurde zur WM 2010 damals neu eingeführt. Ja, also wie ihr seht, der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht. Da kann ich nicht mehr viel ergänzen. Einziger Punkt vielleicht noch, es wurde halt, wie das mit Nationalmannschaftstrikots in der Regel der Fall ist, nicht nur 2010 getragen, sondern von 2009 bis 2011. Das heißt, Japan war damit nicht nur bei der WM, sondern ist Anfang 2011 damit auch noch Asienmeister geworden. Okay, gleich doppelt erfolgreich gewesen. Ganz Und kurze Auflösung noch beim Spieler, in dem Fall Keisuke Honda. Ja, Keisuke Honda. Keisuke, ja okay, mein Japanisch ist etwas eingerostet. Und damit kommen wir auch schon zu unseren Leaks der Woche. Genau, und in der ersten Woche haben wir uns der Bundesliga gewidmet, in der zweiten Woche der Premier League. Dann geht es jetzt logischerweise, es gibt gar keine Alternative, mit der Serie A weiter. Serie A, 3 Vereine haben wir uns da vor allem vorgenommen, schauen wieder auf die Heimtrikots und machen den Anfang mit Inter Mailand, dem frisch gebackenen Meister. Ich würde sagen, ein würdiger Verein, um dann hiermit loszulegen. Und auf den ersten Blick, ich meine, wird klar, es ist schwarz-blau, das ist typisch Inter. Wie so oft bei einem Heimtrikot. Dann wird es aber auch italienisch. Ja, dann ist es schon schnell deutlich mehr, ne? Also, weiß nicht, willst du deine Eindrücke schildern? Ja, wir sehen es ist für mich ein Schlangenmuster. Und dementsprechend Ganz genau. ist es für mich auch ein absolutes Verbrechen, dass man so etwas auf ein Trikot produziert. Ich finde es ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt. Also natürlich, Inter ist Meister geworden. Dass sie die Farbe Gold verwenden, das liegt für mich ein bisschen auf der Hand. Aber dieses Schlangenmuster. Also ich sag's ganz offen, ich bin persönlich kein Fan von Inter Mailand, aber dieses Trikot, das feiere ich sehr hart. Ich glaube, dass Inter so eine gewisse Nähe zu Schlangen hat, das ist bekannt, das war ja auch schon mal im Logo. Das ist ja auch immer dieses Aufgreifen von einem der mythischen Wesen, die man so mit Mailand in Verbindung bringt, diese Biscione, diese Art von Schlange. Und deswegen finde ich das so also das ist auch wieder so dieses Trikot, das ist nicht einfach nur, die dachten sich, oh geil, Schlangenmuster, das ist irgendwie was Besonderes und wir sind Italiener und machen deswegen einfach besondere Mode, sondern das ist ja auch so dieses Aufgreifen so gewisserweise von der Vereinshistorie, dass man diese Biscione eben auch schon mal im Vereinswappen hatte, aber eben auch so der Stadtgeschichte, dass man überhaupt so ein Fabelwesen der Stadt Mailand mit aufgreift und gleichzeitig das aber auch schafft, so diese doch irgendwie traditionellen Streifen von Inter mit aufzugreifen. Und inmitten dieser ganzen Traditionsgeschichte und dieses Neuversuchs hat man ja auch das erste Mal bei einem Inter-Heimtrikot das neue Logo. Darüber würde ich jetzt an der Stelle nicht diskutieren, aber zumindest das Trikot, auch mit den goldenen Applikationen, die du angesprochen hast, finde ich, ist eine 1 mit Sternchen. Also viel besser geht's nicht. Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Meine Meinung. Aber da sieht man eben auch, wie sehr Trikots eben auch Meinungssache sind. Und das ist ja auch das Schöne. Deswegen können wir so schön sitzen und diskutieren. Deswegen machen wir es. Ihr könnt ja auch eine völlig andere Meinung haben, wobei zwischen uns ja jetzt nicht mehr so viel, wobei wir jetzt nicht mehr so viel Spielraum lassen, aber genau.
Ja, kommt wieder runter. Wir wissen, Leaks der Woche, Veröffentlichung der Woche dient nur dazu, um zu zeigen, wie lang mein Arm wirklich sein kann. AC Mailand, fairerweise, sie haben es ja schon vorgestellt, dementsprechend nur um es ehrenhalber zu vervollständigen. AC macht da weiter, wo sie bereits aufgehört haben. Die Rossoneri bleiben ihrem Trend treu. Dennoch, es ist eine schicke Sache. Ja, also es ist auch wieder, es ist so ein interessanter Mittelweg aus klassisch mit Rot-Schwarz oder Rossoneri. Und aber eben auch was Neues, also dass man nach außen dünner werdende Streifen verwendet. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich finde so auf den ersten Blick ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde zumindest so diesen Ansatz, damit mal zu experimentieren, das auszuprobieren, finde ich ganz schön. Ich finde es dann auch ganz schön, wie jetzt sowohl das Puma-Logo auf der einen Seite, hier ist es glaube ich, und das Milan-Logo auf der anderen Seite mit den Streifen harmonieren, also die nur wenig schneiden, das gefällt mir besser als in dieser Saison. Also sie werden eben nicht halbiert, das ist ja in dieser Saison so teilweise der Fall, dass die Streifen genau durch die Logos durchführen. Und ja, ansonsten macht das Trikot halt wieder vieles richtig, es ist grundsätzlich sonst in der Farbgestaltung wieder sehr, sehr klassisch gehalten. Kommt jetzt für mich nicht an das Inter-Trikot ran, aber ist sicherlich ein durchaus gelungenes Experiment, würde ich sagen. Für mich erinnert sich das immer noch ein bisschen an dieses klassische, ich glaube es war 2004 noch, mit dem Zafira-Logo, das ist hier diese Einsätze in der Hüfte sozusagen hat. Und ich glaube, das greift dieses Trikot auf jeden Fall nochmal mit auf, zumindest dieser Style von Puma, der mit diesen Hüfteinsätzen, ich glaube früher sollten da noch irgendwelche besonderen Materialien oder sowas dabei sein, die die Luft besser durchlassen, angeblich. Und das greift auf jeden Fall wieder diese Form auf und betont auf jeden Fall die möglicherweise erfolgreiche Zeit, die den Rossoneri wieder bevorstehen könnte. Hoffen wir mal. An welchen Spieler denkst du, wenn du dieses Retro-Design denkst? Gattuso. Siehst. Du denkst an Gattuso? Das wäre für mich irgendwie ein Gattuso. Also vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, aber mein erster Gedanke ist Andrei Shevchenko. Ein Name, den ihr heute nicht das letzte Mal gehört haben werdet. Aber belassen wir es dabei und schauen mal auf den gestürzten Meister, auf Juventus Turin. Back to the Roots, das ist so mein erster Eindruck, wenn ich die Bilder vom neuen Juve-Trikot sehe. Vielleicht nicht der verkehrteste Ansatz nach der abgelaufenen Saison. Sportlich muss man so klar sagen, eine Katastrophe aus Juves Sicht. Das Trikot diese Saison war auch sehr gewagt, ja, mit sehr dünnen Streifen, sehr verwaschenen Streifen. Gold. Bisschen Gold noch dazu, ganz genau. Und jetzt zur neuen Saison wird es dann wieder ganz klassisch, wenn es die dünnen Streifen, die regelmäßigen Streifen, ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, wenn nicht dieses Juve und das Sponsorenlogo drauf wären, du könntest in den nächsten Adidas oder wahrscheinlich sogar in den nächsten Sportladen gehen und du würdest ganz genau so ein Shirt finden und wahrscheinlich ein Fünftel des Preises des echten Trikots dann zahlen. Also ich kann mich absolut nur anschließen. Du kannst wirklich sozusagen die Marken, also ein Trikot besteht ja oft daraus, du nimmst ein Template, du hast einen entsprechenden Ausrüster, der das Shirt stellt und dann packst du die Marken drauf und dann wird es ja erst teuer. Ja. Das ist ja ganz oft so diese Formel, die ja irgendwie selbst dazu führt, dass wir einen ganzen YouTube-Channel dazu machen. Aber gut, und in dem Fall ist es tatsächlich so, das Ding kriegst du normalerweise wahrscheinlich für 15 Euro und mir persönlich gefällt es ganz gut, denn der Juve fällt unfassbar tief mit diesem Trikot auch ein bisschen. Man hat sich hingestellt, wir haben Ronaldo, wir haben die goldenen Initialien, wir haben den Meistertitel etc. Und dieses Trikot ist das komplette Gegenteil mit, wir fangen nochmal ganz von vorne an, wir bleiben wieder bei Schwarz und Weiß und wollen quasi wieder behutsam dahin wieder zurück, wo wir eigentlich ja seit Ewigkeiten waren. Und das wiederum finde ich ganz spannend, aber ich bleibe dabei, geht in den nächsten Adidas Store, guckt euch dieses Template an und beißt dann in die Tischkante, wenn ihr doch wieder für 89 Euro das Juve-Trikot kauft. Ja. An der Stelle hätten wir jetzt theoretisch sagen können, wir sind mit den Leaks durch. Wir sind auch irgendwie fast mit den Leaks durch, aber wir haben auch noch eine Hammer-Story aus Neapel. Ganz genau, und zwar
Napoli hat ja die letzten Spielzeiten Kappa getragen, der abgelaufenen jetzt noch. Wird aber in Zukunft wohl nicht mehr Kappa tragen, denn der Vertrag läuft aus und noch ist es nicht offiziell, aber Napoli hat wohl laut des Napoli-nahen Portals Napoli Più eine Vereinbarung mit EA7 geschlossen. Da denkt man sich jetzt zunächst, okay, was ist EA7? Das klingt jetzt irgendwie nach irgendeiner Lokalmarke. Lokalmarke ist jetzt gar nicht so verkehrt, denn es ist tatsächlich italienisch. Das ist die Sportlinie von Emporio Armani. Kennt man, glaube ich. Und EA, logischerweise, ist dann die Kurzform für Emporio Armani. Und dann bleibt noch so dieses kleine Rätsel, wo kommt die 7 in dem Namen her? Ist irgendwie so eine typische Sportlernummer. Aber es gibt tatsächlich eine ganz nette Geschichte dahinter. Und zwar ist Giorgio Armani, also der Mann hinter Emporio Armani, ist Milan-Fan. Das wird wahrscheinlich den Napoli-Fans jetzt erstmal nicht ganz so gut gefallen. Also abhängig davon, wie die Trikots am Ende ausschauen. Und einer seiner Lieblingsspieler aus Milan-Zeiten oder von Milan ist Andrei Shevchenko, mit dem er auch offenbar ganz gut befreundet ist. Es gibt Fotos von den beiden. Und der hat bei Milan ja bekanntermaßen zu seinen erfolgreichen Zeiten, während seiner ersten Phase, hat er die Nummer 7 getragen. Und das hat dann Giorgio Armani eben inspiriert, seine Sportlinie danach zu benennen, also die 7 dafür zu verwenden. Und also ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, da sind wir richtig gespannt, wie das Trikot dann aussehen wird. Weil das ist Modequalität schlechthin, würde ich sagen, Giorgio Armani. Und wir haben es auf jeden Fall auch schon mal bei Olympia 2012 gesehen, da hat EA7 bereits das komplette italienische Team ausgestattet, mit der kompletten Sportkleidung. Und da waren auch schon ein paar Schmuckstücke dabei, von daher darf sich Napoli, glaube ich, da auf ganz schicke Trikots freuen. Ich denke auch. Also ein Trikot-Ausrüster wird wahrscheinlich nie wieder einen so exklusiven und krassen Namen tragen, es sei denn, ich weiß auch nicht, Gucci macht jetzt demnächst dann auch Trikots, was anderes kann ich mir kaum vorstellen. So, weiter geht's mit unserem Full-Kit-Wanker der Woche und der kommt einmal mehr von der Insel und ist ganz offensichtlich West Ham-Fan. So sieht das mal aus. Allerdings müssen wir auch bei dem West Ham-Fan deutliche Abzüge diesmal machen in der B-Note. Das Trikot, glaube ich, braucht man nicht drüber sprechen. Eigentlich eine 1 mit Sternchen, ein Wahnsinnsmuster, krasse Kombi. Aber dann auf den zweiten Blick sehen wir einige Details, die uns stutzig machen. Ganz genau, stutzig ist ein gutes Stichwort, denn die Stutzen müssten eigentlich weiß sein. Und die Hose, wenn man ganz genau reinzoomt, erkennt man, dass es gar keine West Ham Hose ist, sondern eine Hose mit den Three Lions drauf. Das ist von der englischen Nationalmannschaft. Trotzdem geiler Look. 6 von 10 Sternen von mir. Gehe ich mit. Das war der Full-Kit-Wanker der Woche. Dominik, was bleibt jetzt so? Ich glaube, Storytime steht an, oder? So sieht das mal aus. Und letzte Woche war ich dran, also bist du jetzt wohl dran. Dann zeig mal her. Ich hänge hier schon im Hintergrund. Ich lasse es hier mal reinschweben. Und zwar, ihr habt es vielleicht noch aus der letzten Folge schon erkannt, es geht um das BVB-Sondertrikot, was die Profis erst im Spiel gegen Werder Bremen zeigen durften. Und es gab einen unfassbaren Run auf dieses Trikot. Der BVB hatte zunächst 500.000 Stück von diesem Trikot überhaupt produziert. Die waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Ich war einer der Glücklichen. Und wenig später kam der BVB zu dem Schluss einfach zu sagen, ja okay, Sondertrikot. Wir machen einfach noch mehr Sondertrikots. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie sonderbar dieses Trikot ist. Aber es ist immer noch ein ziemlich schniekes Teil. Wir müssen dazu mal kurz sagen, es ist ursprünglich ein Cup-Trikot von 1996-97. Allerdings, und jetzt kommt nämlich dieser feine Twist, man konnte als Flock die Helden der Meistermannschaft von 1996, also sprich der Saison 1995-96 als Flock bestellen. Ich habe mich für den Ur-Dortmunder und aktuellen Sportdirektor Susi Zorc entschieden, natürlich. Was ich noch erstaunlich fand, ist, man kann hier sehr gut sehen bei den Details, dass es hier sich um ehemalige Spieler handelt, alle aus der Geschichte vom BVB, und Props an die Bundesliga, dass die in diesem Fall gesagt haben, okay,
wir machen dieses Bundesliga-Logo, was ja sonst immer rot-weiß sein muss. Ja. Und wir sind hier immer noch in Deutschland und hast du nicht gesehen. Unverhandelbar. Niemals dürfte ein Logo anders aussehen, ist in diesem Fall schwarz. Und dementsprechend ein rundum gelungenes Trikot. Ja, also sensationell muss ich auch sagen. Also da hat Puma wirklich ganze Arbeit geleistet, beziehungsweise alle Beteiligten. Stimmt, Puma. Das vorherige Trikot war von Nike. Ah, siehst du, aber hat Puma sauber aufgegriffen und sauber neu interpretiert. Es ist auch der Sponsor super edel. Man sieht's vielleicht, wenn man ganz genau hinschaut, dass es ja nicht mal ein schwarzer Hintergrund ist, sondern dass der Hintergrund von dem Logo hier auch transparent ist, sodass man die Legenden, die du angesprochen hast, hier auch erkennt. Ich finde auch die Akzentfarbe super, super angewandt, nicht zu intensiv. Geiles Trikot. Also, ja. Hast du super ausgewählt. So, unsere dritte Ausgabe neigt sich schon dem Ende entgegen. Aber eine Sache haben wir noch für euch, beziehungsweise hat Dominik für euch und auch für mich, nämlich das Quiz der Woche. Wir steigern uns, würde ich mal behaupten, denn ich glaube, das wird tatsächlich nicht so einfach zu lösen sein. Das ist tatsächlich mal eine ältere Ausgabe. Ihr könnt es hier nochmal schön im Detail sehen. Hochglanz und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das vielleicht als kleiner Hinweis, welcher Verein es zumindest sein könnte. Ansonsten viel Spaß beim Raten, viel Spaß beim Knobeln. Danke dir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann.